Meine Freunde, wir wollen heute sprechen über das Thema Achtung, Sie befinden sich in Lebensgefahr. Wir sind eben über die Autobahn gebraust mit unserem Omnibus von Dürkheim her. Da dachte ich die ganze Zeit, ich will reden heute Abend über das Thema Achtung, Sie befinden sich in Lebensgefahr. Und wie der vorher mit uns durch die Dörfer gejagt ist, da dachte ich immer, Achtung, Sie befinden sich in Lebensgefahr. Die sind doch klar, heute stirbt man normalerweise nicht mehr alt und lebenssatt im Bett. Heute verunglückt man, nicht? Oder man stirbt an Herzinfarkt. Oder, verstehen Sie, früher haben die Leute sind zu 90 geworden, da haben sie zum Sterben gelegt und so. So geschieht das heute gar nicht mehr. Achtung, Sie befinden sich in Lebensgefahr. Es ist was Unheimliches, wie viele Menschen heute nicht mehr alt und lebenssatt sterben, sondern irgendwie verunglücken. Da explodiert ein Flugzeug über dem Ozean, 80 Menschen tot. Da stürzt ein Omnibus, ein Abhang runter, 60 Menschen tot. Da Explosion der Fabrik. Bei uns in Bergwerken in Essen, das ist ja wie ein Schlachtfeld. Das hat mich toll beeindruckt, als ich nach Essen kam, dass auf jeder Zeche mit Selbstverständlichkeit eine Totenkammer ist. Es wäre mir interessant, mal zu erfahren, wie viele Menschen heutzutage durch Unglücksfälle und durch Selbstmord umkommen. Selbstmord. Wissen Sie, dass die Zahl der Selbstmörder größer ist als die Zahl der Verkehrstoten? Von den Verkehrstoten spricht jeder. Und da sagt keiner, dass die in Verzweiflung sich umbringen, eine größere Zahl ausmachen in Westdeutschland. Wenn ich durch einen Betrieb gehe, dann irgendein Betrieb, dann erschüttert es mich immer, wie an jeder Wand Plakate hängen, die zur Vorsicht warnen, nicht gegen Betriebsunfälle. Wir sind förmlich umgeben von Gefahren. Und dann kommt so alle 10 Jahre oder 20 ein Krieg, da sterben im ersten Krieg 2 Millionen, in dem Krieg 5 Millionen von unserem Volk. Wenn ich das so überlege, dann denke ich oft, wir haben wirklich nicht die Chance, gemütlich im Bett zu sterben mal. Stellen Sie sich mal vor, Sie verunglückten heute Abend. Stellen Sie sich vor, Sie verunglückten heute Abend. Um 10 Uhr, kann doch sein, nicht? Wo sind Sie dann um 11 Uhr? Was wird aus Ihnen? Da haben Sie euch drüber nachgedacht, nicht? Ich muss Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich habe sie nicht selber erlebt. Ich habe es von meinem Großvater gehört. Und der konnte herrlich erzählen, mein Großvater. Also der Großvater erzählte, da kam mal ein junger Mann. Verstehen Sie jetzt? Oder muss ich noch ein bisschen lauter brüllen? Ich kann noch lauter. Schalte ich hier, Stimmstärke 27. Da kommt ein junger Mann zu seinem alten Onkel und sagt, Onkel, gratuliere mir mal, ich habe mein Abitur bestanden. Zwischendurch, verzeihen Sie, wenn Sie sich da so reinstellen, stellen Sie allen Leuten die Aussicht zu. Das ist nicht praktisch. Nicht? Hinter Ihnen sind 20 Leute, die also vergeblich die Köpfe retten jetzt, um mich zu sehen. Ja, so. Dankeschön. Entschuldigen Sie. Ich habe die Kirche nicht gebaut, ich hätte sie gleich größer gebaut. Also der Junge kommt zu seinem Onkel und sagt, Onkel, gratulier mir mal, ich habe mein Abitur bestanden. Wie schön, sagt der Onkel. Da hast du 20 Mark, kauf dir was Schönes. Jetzt stellen Sie sich wieder dahin. Sie müssen sich selber Ihre Haut wehren da hinten. Nicht wahr? Dass die Aussicht frei bleibt.
Ist das ein Neger? Da kriegen wir gar keine Ruhe rein in den Laden. Wenn wir noch lange rumwurschteln, ist der Abend rum. Schön, sagt der Onkel, nun sag mir, was hast du jetzt vor? Oh, jetzt sagt der Junge, jetzt will ich studieren, ich will Jurist werden. Oh, schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann werde ich mal Referendar am Amtsgericht. Schön, sagt der Onkel, und dann? Na, dann werde ich Assessor am Landgericht. Schön, sagt der Onkel, und dann? Na, Onkel, dann werde ich mich mal umsehen unter den Töchtern des Landes und werde heiraten, Familie gründen. Schön, sagt der Onkel, und dann? Ja, und dann, Onkel, werde ich hoffentlich mal ein großer Mann, Landgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, der Junge wird langsam nervös, nicht? Dann werde ich auch mal alt und pensioniert. Schön. Und dann? Dann ziehe ich nach Edesheim und baue ein Häuschen und pflanze Erdbeeren. Das ist eine schöne Gegend, nicht? Schön, sagt der Onkel. Und dann? Und dann wird der Junge ärgerlich und sagt, dann stirbt man auch einmal. So, sagt der Onkel. Und dann? Da lachte der Junge nicht mehr. Da erschrak er ihn tot. Da sterbe ich und dann? Und dann? Onkel, sagt er, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Sie, sagt der Onkel, du hast Abitur gemacht und bist so dumm, dass du nur von hier bis da denkst. Sollte ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken? Was dann? Da sagt der Junge schnell, Onkel, was nach dem Tode kommt, das weiß niemand. Das ist verkehrt, mein Junge, sagt der Onkel. Es gibt einen, der weiß Bescheid. Was nach dem Tode kommt, das ist Jesus. Und der hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Nach dem Tode kommt Gottes Gericht und man kann verloren werden und man kann selig werden. Und ich habe heute Abend Sie aufzurütteln und Ihnen zu sagen, es genügt nicht, dass Sie Lebenspläne machen bis ans Grab. Man muss fragen, was kommt dann? Ich mache es mir auch ganz simpel klar. Ich sage, wenn ich ein paar Schuhe repariert haben will, dann gehe ich nicht zum Autoschlosser. Autoschlosser sind feine Kerle, aber von Schuhen verstehen sie nichts. Da gehe ich zum Schuhmacher. Wenn aber mein Auto eine Panne hat, da gehe ich nicht zum Schuhmacher, sondern zum Autoschlosser. Und wenn ich ein Brötchen kaufen will, dann gehe ich nicht zum Fleischer, zum Metzger. Das sind feine Leute, aber mit Brötchen backen verstehen sie nicht. Da gehe ich zum Bäcker. Und wenn meine Wasserleitung platzt, dann gehe ich zum Flaschner oder wie sagen Sie, zum Klempner. Das heißt, wir gehen immer zum Fachmann. Und wenn wir wissen wollen, was nach dem Tode kommt, dann fragen wir Hinz und Kunz. Dann verlassen wir uns auf unsere eigenen trüben Gedanken. Sollten wir uns bei dieser wichtigen Frage, was kommt nach dem Tode, nicht erst recht an Fachmann wenden. Wer ist Fachmann? Nicht wir Pfarrer, wir auch nicht. Wir wissen nicht mehr wie Sie. Es gibt nur einen Fachmann. Und das ist der Sohn Gottes, der aus der anderen Welt kam,
und selber im Totenreich war. Er ist am Kreuz gestorben und wiedergekommen. Der kennt sich aus. Und der sagt, du kannst in die Verdammnis kommen, du kannst in den Himmel kommen. Wenn wir 25 Professoren heute beweisen, mit dem Tod ist alles aus, dann sage ich, allen Respekt vor ihren vielen Titeln. Aber Fachleute sind sie nicht, sie waren noch nicht drüben. Aber ich kenne einen, der war drüben und kommt von dort und ist wieder hinübergegangen. Jesus. Und der sagt es anders. Und die Menschen leben heute auf eigene Gefahr, dass sie tun, als wäre mit dem Tode alles aus oder als würde man selbstverständlich in den Himmel kommen, wenn man getauft ist und der Pfarrer einen beerdigt. Die Hölle wird mal wimmeln von Leuten, die getauft sind und vom Pastor beerdigt sind. Glauben Sie mir. Und sehen Sie, Sie befinden sich in Lebensgefahr, in sehr ernsthafter. Wir werden alle über kurz oder lang vor Gottes Gericht stehen. Ich muss Ihnen offen sagen, dass dieser Gedanke für mich der Anlass ist, dass ich heute hier stehe. Ich habe als junger Mann im Ersten Weltkrieg nie gedacht, dass ich einmal auf einer Kanzel stehen würde. Ich war junger Offizier, wir hatten sehr viel Verluste in einem badischen Regiment. In einem badischen Regiment. Nicht in Pfälzer, ihr seid nicht anders, ja. Bei der 15 Karlsruhe. In einem badischen Regiment. Und war für die anderen Offiziere, ach ja, nicht besser und nicht schlechter. Aber wenn mir einer gesagt hätte, du wirst mal in Kirchen predigen, dann hätte ich doch laut gelacht. Und sehen Sie, ich muss Ihnen das gerade hier als Zeugnis sagen. Wir wollen es jetzt lassen, sehen Sie, stört nur, ich habe noch eine halbe Stunde und lassen wir jetzt, wer jetzt nicht da ist, der Kinder, bleibt jetzt sitzen, jetzt ist Ruhe im Laden, bitte. Ich kann nicht reden, wenn hier draußen reingerannt wird. Ja, ferne von Gott. Mein Vater fragte mich mal, glaubst du nicht an Gott? Da habe ich gesagt, so dumm bin ich nicht, dass ich Gott leugne. Zum Atheismus gehört eine Portion Dummheit, die ist unerreichbar. Aber so sagte ich, Gott ist mir nicht begegnet und darum interessiert er mich nicht. Und ich sage, kurz nach diesem Gespräch, dass ich mit einem Kameraden, einem anderen jungen Leutnant, wir waren auf dem Vormarsch in Frankreich, zusammensaß, unsere Pferde waren zurückgeschickt, wir warten auf Befehl zum Vorrücken und erzählen uns, alte Soldaten wissen Bescheid, dreckige Witze. Und dann erzähle ich einen dreckigen Witz und da lacht er nicht. Wir saßen im Straßengraben. Kutscher hieß er. Ich sag, Kutscher, warum lachst du nicht? Und dann kippt er um. Und dann sehe ich, der ist tot. Den hat ein Splitter einer Granate, ach, da kam doch nicht drum, der schoss so ein bisschen in die Gegend. Ein kleiner Splitter direkt ins Herz getroffen. Und da stehe ich vor der Leiche mit meinen 18 Jahren und bin zuerst noch ganz ungerührt und sage, was bist du unhöflich, mein Lieber, dass du abgehauen bist, ehe ich den Witz zu Ende erzählt habe. Und in dem Moment überkommt es mich, wohin ist denn der? Ich sehe mich noch auf dieser Wiese stehen, als mich wie ein grelles Licht, heller als ein Atomblitz, überfiel. Der steht jetzt vor dem heiligen Gott. Und die nächste Frage, wenn wir so rumgesessen hätten, dann stünde ich jetzt vor dem wirklichen Gott, nicht vor irgendeinem Herrgott, sondern vor dem Gott, der seinen Willen kundgetan hat, der Gebote gegeben hat, die alle übertreten haben, wie sie alle übertreten haben. Sind hier Leute, die sagen, ich tue Recht und scheue niemand, lügen Sie nicht so! In dem Augenblick wusste ich, habe
alle Gebote Gottes übertreten. Und wenn ich jetzt einen Schuss kriege, dann stehe ich vor Gott. Und es war mir klar, dann komme ich in die Hölle. Ich verstand mit einem Schlage alles. Ich habe ihn nicht gewollt und nun muss ich in Ewigkeit ohne ihn sein. Das ist die Hölle. Wisst ihr? In Ewigkeit von Gott verlassen. In dem Moment kam unsere Burschen gerannt mit den Pferden, es geht vorwärts. Da lag mein toter Freund. Ich stieg aufs Pferd, ich habe nach langen Jahren zum ersten Mal die Hände gefaltet und habe nur gebetet, lieber Gott, lass mich nicht fallen, ehe ich weiß, wie ich nicht in die Hölle komme. Ich will es ruhig sagen, ich ging zu einem Militärpfarrer. Ich sagte, Herr Pfarrer, was soll ich tun, dass ich in die Hölle komme? Da sagte er, Herr Leutnant, wir müssen erst mal siegen. Da habe ich gesagt, Sie wissen es selber nicht. Es hat mich erschüttert, dass da, wenn ich heute zurückschaue, Tausende von jungen Männern in den Tod gingen und keiner konnte ihnen sagen, wie man selig wird. In einem christlichen Volke nicht. Und ich wäre wohl ziemlich in Verzweiflung geraten, wenn ich eines Tages, ich kann es nicht so ausführlich erzählen, ein Testament mir in die Hand geriet. Ein neues Testament. Ich sehe noch das Milieu in dem französischen Bauernhaus hinter der Front. Ein Testament. Da steht's wohl drin, wie man nicht verloren geht. Ich blättere, ich kannte mich nicht richtig aus. Und mein Auge bleibt an einem einzigen Satz hängen. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Das war wie ein Blitzeinschlag. Sünder, das bin ich, das braucht mir keiner was zu erklären. Wollen Sie nicht auch mal endlich dahin kommen, dass Sie das vor Gott und Menschen zugeben? Sünder bin ich. Hören Sie auf mit Ihrer falschen Rechtfertigung. In dem Augenblick braucht ich keinen Pfarrer. Sünder bin ich. Und selig werden wollte ich. Ich wusste nicht genau, was das ist. Ich verstand nur, selig werden heißt, aus dem Zustand heraus, in dem ich war, Frieden mit Gott. Jesus Christus ist gekommen, die Welt Sünder selig zu machen. Wenn Jesus das konnte, dann musste ich Jesus finden. Es hat noch einige Wochen gedauert. Ich habe gesucht, ob mir ein Mensch Jesus zeigen könnte, hat mir keiner ihn zeigen können. Und da habe ich etwas getan, was ich Ihnen allen empfehlen möchte. Ich habe mich eingeschlossen. Das war ein anderes Bauernhaus, ein französisches, wieder auf dem Vormarsch. Das war halb kaputt und geräumt. Und ein Zimmer war noch ganz. Und da war noch ein Schlüssel. Und da bin ich rein, habe von innen abgeschlossen. Und bin als auf meine Knie gefallen und habe gesagt, Herr Jesus, in der Bibel steht, dass du gekommen bist, von Gott Sünder selig zu machen. Ich bin ein Sünder. Ich kann dir auch nicht versprechen, ich habe einen schlechten Charakter. Aber ich möchte nicht in die Hölle kommen, wenn ich jetzt einen Schuss kriege. Und darum, Herr Jesus, gebe ich mich dir von Kopf bis zu Füßen. Mach, was du willst mit mir. Als ich rausging, hatte ich einen Herrn gefunden. Der mich gehöre. Und es ging mir von Tag zu Tag, ja, heute bin ich 61, damals war ich 18, größer auf. Beides, in welcher ungeheuren Lebensgefahr die Menschen sind. Man lebt ohne Vergebung der Sünden. Wissen Sie, ob Ihre Sünden vergeben sind? Menschen, deren Sünden zum Himmel schreien, sagen zu mir, ich tue Recht und scheue niemand. Wie wollt ihr bestehen im Gericht Gottes? Man lebt ohne Frieden mit Gott.
Man lebt ohne eine Umkehr. Man ist ein bisschen christlich getüncht und angestrichen. Und da drin ist das ganze elende, friedelose, arme, unbekehrte Herz. Gott will nicht, dass wir in die Hölle kommen. Gott will es nicht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, aber sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum sendet er seinen Sohn. Aber meine Freunde, dann müssen wir auch zu Jesus kommen. Dann müssen wir ihm auch gehören. So wie die Christenheit hier in Deutschland heute mit Gott und mit der Rettung und Jesus umgeht, das schaudert mir. Das kann nicht gut gehen. Verstehen Sie? Das nimmt kein Mensch ernst. Also verstehen Sie, wir finden uns in Lebensgefahr. Sie gehen dem Gericht Gottes entgegen. Und was das bedeutet, möchte ich Ihnen nochmal an einem anderen Erlebnis deutlich machen. Ich hatte in meinem Jugendkreis, das sind noch nette Kerle hier so, die hier so toll einladen in Edichheim, wenn das nicht hilft. Morgen nicht halt Edichheim in der Kirche, sonst schlage ich alles kurz und klein, glaube ich. Nicht. Also, da hatte ich mal vor Jahren einen netten jungen Kerl. Können Sie mir noch verstehen, da drüben, in dem Loch da, ja. Einen netten jungen Kerl, der kam in unsere Bibelstunde, das war in der Zeit des Hitlerreiches. Und dann musste er so Schulungsstunden mitmachen und da kam er ganz ab. Ich sah ihn nicht mehr. Und eines Tages läuft er mir in die Finger. Tag Günther, sage ich. Der Günther, ich sehe dich gar nicht mehr in meinen Bibelstunden und Gottesdiensten. Da richtet er sich auf und sagt, mein Wahlspruch heißt, ich tue Recht und scheue niemand. Und sollte in meinem Leben etwas nicht recht sein und sollte es einen Gott geben, dann will ich als ehrlicher Kerl das vor Gott verantworten, aber ich brauche nicht einen Sündenbock Jesus, der für mich stirbt. Im Geist sah ich die Millionen Männer hinter ihm, die genauso denken. Ich bin recht und ich kann vor Gott mein Leben verantworten. Er lehnte an der Hausmauer und schaute mich so spöttisch an. Sie müssen jetzt gut aufpassen, ein bisschen schwer. War ein kluger Junge. Sie müssen so klug sein wie der Junge, sonst verstehen Sie es nicht. Da sage ich zu ihm, Günther, es ist gut. Du sagst, du willst vor Gott mal gerade stehen. Das heißt, du hast dich vor Gott auf das Recht berufen. Das soll dir werden. Gott wird dich nach dem Recht richten. Man kann sich auf Recht berufen und dann wird es einem zuteil. Aber Günther, sage ich, in Deutschland gilt das deutsche Recht und amerikanisches Recht. Und bei Gott gilt Gottes Recht. Er wird sich richten nach den 10 Geboten, nach der Bergpredigt. Und da wünsche ich dir, Günther, dass du nicht ein Stäublein an dir hast, sonst bist du verloren, denn Gott ist gerecht. Da lächelt er und sagt, na so genau wird's ja wohl nicht drauf ankommen. Gott ist doch nicht kleinlich. Da sage ich, Günther, stell dir vor, ich hätte 50 Jahre ordentlich gelebt und hätte dann 5 Minuten geklaut. Und jetzt kommt das raus, ich komme vor den Richter. Da sage ich, Herr Richter, 50 Jahre ordentlich gelebt, 5 Minuten geklaut, Sie werden wohl nicht kleinlich sein, nicht wahr? Kommt doch nicht so genau darauf an, Herr Richter. Da wird der Richter sagen, Ihre 50 Jahre gehen mich nicht an, ich rede von Ihrer Schuld. Und wenn das ein irdischer Richter schon tut, dann tut es ein himmlischer Richter erst recht. Günther, ich wünsche dir, dass du nicht ein Stäublein vor Gott hast, sonst bist du verloren. Gott ist gerecht. Dann ging es. Ich drehte mich nach 3 Schritten nochmal um und sah, dass der Junge leichenblass an der Hausmauer lehnte.
Er begriff auf einmal, dass man sich mit dieser Haltung vor Gott aufs Recht berufen kann. Und es wird einem, wie wird den Sündern, die sich hier so großartig tun, zumute werden, wenn Gott ihre Schuld, ihre schmutzigen Geschichten, ihre Streitigkeiten, ihre entheiligten Sonntage auf den Tisch legt. Geht hin, ihr Verfluchten, wenn Gott auf den Tisch legt, dass du das Gnadenangebot weggeworfen hast. Lieben Freunde, ich möchte mich vor Gott nicht aufs Recht berufen, sondern ich weiß, dass ich in Lebensgefahr bin. Wir kommen in Gottes Gericht. Lieben Leute, wir kommen in Gottes Gericht. Ich möchte euch warnen. Ich wird kalt, wenn ich daran denke, wie die Menschen dem Gericht Gottes entgegengehen. In solch einer lächerlichen Sicherheit. Und es gibt nur eine einzige Errettung. Nicht, dass du sagst, ich bin recht, das ist ja gar nicht wahr. Sondern, dass du, ja, lassen Sie mich ein Bild brauchen. Seht, Gott hat einmal über die Welt ein schreckliches Gericht gehen lassen. Und da wurde nur ein Mann mit seiner Familie gerettet, der hieß Noah. Dem gab Gott Anweisung, eine Arche zu bauen. Und ehe das Gericht anging, kennen Sie die Geschichte von der Sintflut? Kennen Sie die? Nur wenn Sie nicht kennen, genieren sich, verraten Sie es nicht. Kennt ihr die Geschichte da hinten von der Sintflut? Lieber, ehe das Gericht anging, sagt Gott zu Noah, gehe in die Arche, du und dein Haus. Da gehe hinein, da schloss Gott hinter ihm zu. Und sehen Sie, die Welt geht Gottes loderndem gerechten Gericht entgegen. Und da ist eine Arche. Das ist die Gnade, die uns angeboten wird in Jesus. Da bricht der Sohn Gottes die Wand entzwei, die zwischen Gott und uns ist, und kommt zu uns. Da stirbt er für uns am Kreuz. Hören Sie, wenn Sie nicht viel verstehen, aber das werden Sie begreifen, wenn der Sohn Gottes grauenvoll am Kreuz stirbt, das muss eine Erlösung sein. Da kann der größte Sünder errettet werden, nicht? Das ist ein Ding. Darum steht Jesus von Toten auf, darum ruft der Heilige Geist. Jesus ist die Arche. Und genau wie Gott damals dem Noah sagte, gehe in die Arche, du und dein Haus, so lässt er jetzt durch mich heute Abend Sie bitten, jetzt tu den Schritt und brich mit allem, was dich aufhält, und geh hinein in die Gnade Jesu Christi. Sag deinem Heiland, hier kommt eine ganz große Sünderin oder ganz großer Sünder. Legst unter dein Kreuz, glaub, dass sein Blut für dich fließt und sag, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Das heißt, in die Arche gehen, das ist ein Schritt. Christenstand ist kein Kinderspiel, wie das heute gehandhabt wird. Das ist ein Schritt für Männer. In die Arche hineingehen, nicht? Aber Achtung, sie befinden sich in Lebensgefahr. Wie viele von ihnen gehen noch völlig unbekehrt und ungeschützt dem Gerichte Gottes entgegen? Und hier ist die große Gnade. Ich sage, das ist kein Kinderspiel, dieser Schritt. Der bekannte Missionsinspektor Hoffmann, der war Pioniermissionar in Neuguinea, erzählte mir mal eine Geschichte, die habe ich nicht vergessen. Da sagte ich zu ihm, Hoffmann, ich habe so einen Kampf um meinen Christenstand. Es ist kein Kinderspiel, auch für Pastoren nicht. In einer Welt, die dem Teufel in der Hölle entgegeneilt, Jesus zu gehören. Da sagt er, ich will dir mal was erzählen. Wir hatten auf Neuguinea, sagt er, die Sitte, dass wenn Papuas Christen werden wollten, dann bekamen sie Unterricht, bis sie Jesus kannten. Und dann wurden sie an einem Sonntag getauft, es war immer ein großes Fest, kamen noch viele Heiden dazu. Aber das Entscheidende geschah am Abend vorher.
Da wurde ein Feuer angezündet und dann schritten die Täuflinge an das Feuer und hatten auf den Armen all ihr Zeug vom Götzendienst. So Zaubersachen und Götzenbilder und Amulette. Und dann traten sie ans Feuer und warfen diese Zeichen ihres alten Lebens ins Feuer. Und da habe ich mal erlebt, sagt er, war eine junge Frau, die trat auch mit einem Arm voll Amuletten und Götzenbildern ans Feuer. Und wie sie es hineinwerfen will, da kann sie nicht. Sie denkt daran, da haben meine Ahnen mitgelebt, meine Vorfahren. Da ist meine ganze Vergangenheit mit verbunden, das kann ich nicht. Und sie geht zurück. Und dann fällt ihr ein, aber dann kann ich nicht Jesus gehören. Und dann geht sie wieder 3 Schritte vor und dann kann sie sich wieder nicht davon trennen und geht zurück. Und da geht der Missionar zu ihr und sagt, es fällt Ihnen zu schwer, überlegen Sie sich noch einmal. Sie können ja zur nächsten Taufe noch einmal sich anmelden. Da überlegt die junge Frau einen Augenblick, da tut sie 3 Schritte und wirft die Sachen ins Feuer und sinkt ohnmächtig zusammen. Und ich vergesse nicht, wie der Inspektor Hoffmann in Siegerländer, so ein Gesicht wie ein Holzschnitt, wie der sagte, ich glaube, nur wer eine wirkliche Bekehrung erlebt hat, versteht die Erschütterung dieser Frau. Entschritte die Arche, heraus aus dem Alten, heraus aus der Lebensgefahr in die Arme Jesu. Das ist kein Kinderspiel, weil es der Bruch mit der ganzen Vergangenheit ist. Billiger geht's nicht, meine Freunde. Nun weiß ich wohl, ich muss einen Schritt weitergehen, dass man diese Botschaft heute nicht gern hört. Wenn ich davon spreche, du kommst in Gottes Gericht in die Hölle, dann kriege ich überall so ein Lächeln und dann kriege ich gesagt, ach Mensch, da glaubt doch heute niemand mehr dran. Gott ist doch nicht schrecklich. Ich sage, hören Sie, in meiner Bibel steht, schrecklicher, heiliger Gott. Ah nein, vor Gott braucht man sich doch nicht fürchten. Und Hölle ist ein mittelalterlicher Begriff. Und Gericht Gottes gibt's ja gar nicht. Da fällt mir immer eine Geschichte ein, die muss ich Ihnen mal erzählen. Es war während des Krieges, da wollte ich einen Besuch machen. Und unterwegs kommt ein Fliegerangriff. Und ich sause im nächsten Bunker und warte, bis der Zauber vorüber ist. Und dann gehe ich weiter. Und komme in die Siedlung, wo ich einen Besuch machen will, und die steht noch. Aber dann sehe ich, die Häuser, waren vielleicht so 20 Häuser einer Siedlung, sind alle ganz verlassen. Ich denke, wie komisch, die Häuser stehen und alle Leute sind weg. Und dann treffe ich so einen Luftschutzwart. Ich sage, warum sind die Leute alle weg? Dann nimmt er mich am Arm und führt mich in so einem Siedlungshaus ans Fenster. Die Häuser standen so im Kreis um einen Rasenplatz. Und mitten auf dem Rasenplatz lag eine riesige Bombe. Wissen Sie, Lokomotivkessel, nicht? Und da sagt er, ein Blindgänger. Nee, ist kein Blindgänger, ist eine Bombe mit Zeitzündung. Es gibt, das waren die ganz raffinierten Bomben. Die explodierten nicht beim Aufschlag, sondern vielleicht 5 Stunden später oder 20 Stunden später, konnte man einstellen. Wenn alle Leute wieder zurück waren, da gingen die Dinger los. Jetzt sind alle geflohen, hören Sie es tick, war ganz ruhig. Wir gingen nicht näher, aber es war gefährlich. Es könnte jeden Moment losgehen. Man hört das Ticken der Uhr. Jeden Moment konnte das Ding explodieren. Ich sag, kommen Sie, ist nicht gemütlich hier. Und dann gingen wir in die Haustür zurück
um falls es losging, ein bisschen Deckung zu haben. Und in dem Moment sehe ich ein komisches Bild. Da kommt ein ganzer Pulk Spatzen und lassen sich dann nieder auf der Bombe. Einer sitzt auf dem Zünder vorne. Ich sagte so förmliche Spatzen, das ist gefährlich, da schrien die Spatzen, oh, wir sind aufgeklärt, wer glaubt heute noch an Bomben, völlig gefahrlos. Verstehen Sie? So dumm mit Spatzengehirn sind die Menschen unserer Tage. Gott hat unheimlich ernst schon mit uns geredet, in seinem Wort. Durch Berichte mit unserem Volk. Der Sohn Gottes ist gekommen, von Toten auferstanden. Es könnte jeder kapieren, dass Gott da ist und ein heiliger Gott ist. Und wenn er noch kommt und sagt, ihr seid in Lebensgefahr, ihr müsstet eurer Seelen Lebenszeit suchen, da lachen die Leute wie die Spatzen und sagen, hoch, wer glaubt denn noch an sowas? Ich vermute, wenn die Bombe hochging, gingen die Spatzen mit hoch. Und es erschüttert mich zu sehen, wie viele Menschen trotz aller Warnungen in ihr ewiges Verderben gehen. Habe ich deutlich geredet. Gott will das nicht. Gott will, dass sie selig werden. Und darum hat er seinen Sohn geschickt. Und der hat für ihre Schuld bezahlt. Sie müssen jetzt nur ihre Schuld mal anerkennen, nicht? Und im Glauben die Bezahlung Jesu annehmen. Können Sie mir noch 5 Minuten zuhören? Wir haben so viel Zeit mit Hinsetzen verbracht vorhin. Aber wenn einer ohnmächtig wird, sagen Sie mir, dann breche ich umgehend ab. Sie befinden sich in Lebensgefahr. Ich möchte dieses Wort noch nach einer anderen Seite Ihnen eben zeigen. Als ich in meinem Kopf das so wälzte, Sie befinden sich in Lebensgefahr. Stopp! Mensch, kehrt um, sucht dein Heiland. Da dachte ich auf einmal, in Lebensgefahr kann sich ja eigentlich nur jemand befinden, der lebt. Wenn Omnibus ein Abhang runtergeknallt ist und alle sind tot, die sind nicht mehr in Lebensgefahr. Ne? Das sehen Sie. Und jetzt möchte ich mal so sagen, Sie befinden sich in der Gefahr, dass sie überhaupt gar nie zum Leben kommen. Dass sie tot durch die Welt gehen und schließlich tot weggeworfen werden. Drücke ich mich deutlich aus. Die Lebensgefahr, die ich bei Ihnen sehe, ist die, dass Sie das Leben verpassen. Ich muss Ihnen das deutlich erklären. Es gibt ein Wort in der Bibel, das heißt so: Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Neulich treffe ich ein Fräulein aus Berlin, die Sprachlehrerin. Ich sage, verzeihen Sie, ein Pastor darf ja unhöflich sein. Fräulein, wie alt sind Sie? Das tut man im Allgemeinen nicht, ein Fräulein fragen, aber so ein Pfarrer, der darf schon mal. Fräulein, wie alt sind Sie? Da sagt sie 8 Jahre. Moment, sage ich, 8 Jahre, Sie sind Sprachlehrerin in 3 Sprachen. 8 Jahre. Da sagt sie, vor 8 Jahren habe ich Jesus gefunden und kam zum Leben. Vorher war ich tot. Ich sage, sehr toll ausgedrückt. Und da warf sie mir das Wort an den Kopf. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sehen Sie, vorher hatte ich kein Heiland. Da bin ich rumgerannt, habe Geld verdient, mich amüsiert. Aber Leben war das nicht. Ist das nicht eine kühne Behauptung? Wer nicht Jesus gehört, mit einem willigen Entschluss, der hat überhaupt kein Leben. Geben Sie mir das zu? Gehen Sie auf die Straße nach Ludwigshafen und sagen, Tag, Herr Meier, Sie sind tot. So, ja. Sie haben keine Ahnung vom Leben, Herr Meier. Nur wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben.
Lieben Freunde, der Herr Meier sagt vielleicht, Sie haben recht. Ich vergesse nicht, dass vor Jahren mal ein junger Mann zu mir kam. Ich sage, was willst du? Ich weiß auch nicht, sagt er. Ich weiß nur das eine, das ist doch kein Leben, was ich habe. Ich sage, wieso? Du verdienst Geld, hast eine gute Stelle, er ist Schlosser. Das ist doch kein Leben, sagt er, das ist doch kein Leben. Montag schlossern, Dienstag schlossern, Mittwoch schlossern, Donnerstag schlossern, Freitag schlossern, Samstag Fußball, Sonntag Kino und Mädel, Montag schlossern, Dienstag schlossern, Mittwoch schlossern, Donnerstag, Freitag schlossern, Samstag Fußball, Sonntag Kino und Mädel, Montag schlossern, Dienstag, Freitag, Samstag Fußball, Kino und Mädel. Das ist kein Leben. Dann habe ich gesagt, da hast du recht. Da bist du schon weit, dass du kapierst, das ist kein Leben. Das sieht nur so aus. Ich will dir sagen, was Leben ist. In meinem Leben gab es einen Knack. Und dann fand mich Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist und der auferstanden ist und wurde mein Heiland und Versöhner mit Gott. Und da habe ich mein Herz gegeben und Mensch denkt hier, seitdem habe ich das Leben. Der Junge hat auch gefunden, ich habe ihn neulich in Freiburg wieder getroffen. Na, ich sage, wie ist das? Ist es jetzt ein Leben? Der sagt, jetzt ist es ein Leben. Er ist sehr eifrig, er leitet einen Jugendkreis, wirklich, er führt Menschen zu Jesus. Er hat das Leben gefunden. Verstehen? Sie sind Lebensgefahr insofern, dass sie das Leben verpassen konnten, dass sie vom Christen hören und ihren Heiland finden. Ich möchte mit der schönen Geschichte schließen. Zu dem großen Erweckungsprediger Spörtchen kam mal ein junger Mann nach so einer Predigt und sagte, Herr Prediger, Sie haben recht. Ich muss auch den Mann von Golgatha finden und Kind Gottes werden. Ich werde mich eines Tages bekehren. Eines Tages, sagt Spörtchen. Nun ja, später. Später? Warum nicht heute Abend? Ja, sagt der junge Mann ein bisschen verlegen. Ich möchte ja wohl selig werden, wissen Sie. Und darum werde ich mich mal bekehren zu Jesus. Aber vorher möchte ich noch etwas vom Leben haben. Vorher möchte ich noch etwas vom Leben haben. Kann man gut verstehen, ne? Und da lacht Spörtchen laut auf und sagt, junger Mann, Sie sind sehr anspruchslos, dass Sie etwas vom Leben haben wollen. Das wäre mir zu wenig. Ich will nicht etwas vom Leben, sondern das Leben. Und in meiner Bibel steht, dann schlug er es ihm auf, Jesus spricht, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Sehen Sie, wenn so ein Vortrag rum ist, dann habe ich ein klares Gefühl. Weil ich denke, du hast den Leuten noch gar nicht richtig gesagt. Darf ich mit einem Satz mal wiederholen. Gott hat Jesus am Kreuz sterben lassen für uns verlorene und verdammte Sünder. Damit wir hier, heute das Leben haben. Wenn ich morgens aufwache, könnte ich singen vor Freude, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Da habe ich das Leben. Jesus ist gekommen, dass wir hier das Leben haben und in Ewigkeit vom Gericht bewahrt werden. Und in Ewigkeit vom Gericht bewahrt werden. So, jetzt bitte ich Sie. Gott sagte zu Noah, geh in die Arche. So bitte ich Sie. Gehen Sie in die Stille. Jesus ist da. Sie können mit ihm reden. Schütten Sie mir Herz aus. Fragte mich jemand, machen Sie keine Sprechstunden? Ich sage, wozu? Die Leute müssen jetzt nicht mit mir reden. Die müssen jetzt mit Jesus reden. Tun Sie es bitte.